Mercedes-Benz, ein Westfalia Hochdach-Kombi. Der große Erfahrungsbericht. Heute sprechen wir mit Carlo aus Antwerpen. Da kann man sich mittlerweile die Kennzeichen in Belgien selber aussuchen für viel Geld. Ich glaube 1000 Euro kostet das. Kennzeichen. Ein AMG-Kennzeichen hast du, ja. Und er fährt das Hochdach-Kombi-Mobil jetzt schon seit über 4 Jahren und er sagt, er würde es jederzeit nochmal kaufen, denn er ist sehr zufrieden. Grüß dich, Carlo. Hallo Sven, ja, ich bin super zufrieden. Ich bin viel alleine unterwegs, aber auch mit meiner Frau und der Hund kann mit. Das ist ein Bouvier de Flandre. Okay. Er ist fast 50 Kilo ins Auto, aber alles passt rein. Wir schlafen oben. Ein super Auto. Ja, das Schöne ist, man hat innen drin unglaublich viel Platz, denn das Bett kann man wegklappen. Ja, man kann es nach vorne klappen. Dann hat man die ganze Höhe in das Auto. Die Küche ist hinten. Also man hat sehr viel Platz. Ja, du hast es beklebt mit Werbung, denn du verkaufst ein tolles Produkt. Da gehen wir ganz am Schluss mal kurz drauf ein. Zunächst wollen wir mal wissen, das war ja nicht ganz billig, das Auto, oder? Nein, aber es war schon gebraucht. Okay. Wolltest du genau wissen, wie viel es gekostet hat? Ja, sag mal. Ja, 65.000. Damals, vor 4 Jahren. Ja, vor 4 Jahren. Ja, also neu weiß ich nicht, ne? Ich glaube 130, 135 so etwas. Ja, jetzt muss man ja sagen, die verlieren kaum an Wert. Wenn du ihn heute verkaufen würdest, das heißt, du bekämst wahrscheinlich noch fast dasselbe für, oder? Ja, ich hoffe es, aber ich will es nicht verkaufen. Ich hält es. Also das Auto ist so super. Genau. Es hat obendrauf eine Dachklimaanlage, richtig? Ja, eine Dachklimaanlage. Ich habe auch Sonne. Solar habe ich, ja. Okay. Aber es reicht nicht immer aus, aber es geht. Ja, wir schauen gleich mal rein. Ein wenig autark stehen. Wenig autark stehen. Das Baujahr von dem? Das muss ich mal, ich glaube, ungefähr. Ja, 2011. 2011, ja, glaube ich. So, das heißt, das Fahrzeug ist fast 10 Jahre alt, ja. Sieht unglaublich aktuell aus, muss man sagen. Also immer noch, wenn du kommst, die Leute gucken immer noch, oder? Ja. Vor allem in Belgien, Holland, also Deutschland sind so einige unterwegs, gleiche Fahrzeuge. Aber auch wenn ich viel in Skandinavien bin, dann schaut man immer so, was ist das? Ein Hochdach. Es wird nicht mehr so gebaut, ne? Ja, es gibt jetzt neue, also jetzt auf natürlich einen Caravan-Salon, die habe ich gesehen, aber da reden wir dann auch von viel Geld. Das heißt, innen drin Lederausstattung, wir gehen gleich mal rein, zeigen das Ganze, denn du hast mehrere Betten, die du nutzen kannst. Du kannst unten ein Bett nutzen, du hast oben Klappen, das zeigen wir gleich mal. Und du hast oben was ganz Tolles, du kannst es ruckzuck ausziehen und so bleibt der Raum innen, der bleibt komplett erhalten. Ja. Und du hast einen riesen Raum und kannst das Ganze nutzen. Ja, wir gehen am besten mal rein. Da sieht man auch schon direkt Alcantara mit Leder. Ist das gut? Ja, super. Es ist original Mercedes. Das heißt auch, dass wenn man unterwegs ist, das sitzt sehr bequem wie ein PKW-Sitz. Ja, ein PKW-Sitz. Ne? Ja, ist auch sehr, sehr breit. Das heißt, die beiden, die nebeneinander sitzen, ich nehme an, du hast auch Kinder und Co. Ja. Und was auch ein Vorteil ist, das Motor ist ein 3 Liter Diesel. 6-Zylinder. 6-Zylinder. Und das ist so schön zum Fahren. Das ist unglaublich. Ne? Da gibt es im Moment noch die letzten und jetzt ist alles auf 4-Zylinder demnächst. Ja, schade, ne? Ja, deswegen schon. Das Bett ist jetzt nach vorne geklappt. Ist das so, dass man sagen kann, nach 9 Jahren gab es da schon mal ein Problem mit dem Auto? Nein. Ich habe ein wenig Problem mit meinen Rollos, die also nicht immer so einfach nach oben schieben, aber okay. Gut, nach 10 Jahren kann das mal passieren. Sie funktionieren aber immer noch. Ja, funktionieren, alles funktioniert. Ja. Und du fährst das Auto jetzt seit 5 Jahren? Seit 5 Jahren und ich bin eigentlich ständig damit unterwegs. So, ich zeig das mal gerade. Du bist natürlich dieses Jahr war etwas weniger. Corona, ja, okay. Hast du Licht hier drin noch? Ich habe Licht, ja. Hopp. So, wenn es dann Sommer und schönes Wetter ist, dann kann ich das hier öffnen. Dann habe ich, das ist ganz offen. Ja. Dann habe ich also viel Platz. Ich zeig mal gerade was. So, ein Problem habe ich hier. Die Schubladen, das ist runtergekommen. So muss ich noch reparieren. Okay. Aber kein das ist so mit Clips, das ist wahrscheinlich nicht so ein Problem. Ja, okay. Du hast aber eine riesige Küche, oder? Ja, so. Hier muss ich auch noch mal etwas machen, so dass die Türen sind ein bisschen zu schwer sind. So. Die Gasdruckfeder, aber das sind alles Kleinigkeiten, oder? Ja, da frage ich mal nach bei Freunden hier,
Die sagen, du sollst das so reparieren und so. Okay, hier habe ich einen Schrank mit Zeig mal Gott. Kleider, das heißt Unterhosen und Co. Ja. Oh, du bist aber ein sauberer Mensch hier, ordentlich, oder? Ja, mehr oder weniger. Meine Frau sagt immer Ordnung, Achtung. Okay. Also ein komplettes Badezimmer. Das heißt, mit Dusche. Ist der groß, der Tank fürs Wasser? 100 Liter. 100 Liter. Und das langt Grauwasser. für dich? Ja, es geht. Ja, 100 Liter Grauwasser. Und ich glaube, 100 Liter Frischwasser auch. Okay. Ja, es reicht. Ja, okay. Ich zeig mal kurz rein. Das heißt, hier kannst du duschen. Das hast du heute Morgen auch gemacht, nehme ich an? Ja, ich habe heute Morgen geduscht. Hier habe ich das gar nicht so. So, dann habe ich hier. Genau, da sind wahrscheinlich auch Zahnbürste und Co. Kann man dahinter machen. Ja. Das ist alles hier drin. Und habe ich hier auch noch Beleuchtung. Großer Spiegel auf beiden Seiten. Deine Frau, die ab und zu fährt die mit? Ja, ab und zu. Aber in Corona-Zeit etwas weniger. Aber das Problem ist der Hund muss dann auch nicht mehr dabei. Und dann wird es schon knapp. Das ist ein Riesenhund. So groß, ne? Zeig nochmal, bitte. Ja. Wie groß ist das? So groß, so breit. Also der muss dann unten schlafen. Wir schlafen dann oben. Aber der kann, wenn es schönes Wetter ist, kein Problem. Sag mal hier, das Raumkonzept ist ja Wahnsinn. Das heißt, du hast eine große kann man Küche. Nicht finden, ne? Das gibt's gar nicht mehr, oder? Nein, gibt nicht mehr. Und der neue oder so California XL habe ich auch mal angeschaut. Das ist das Bett hinten, gell? Nochmal. Ja. Das nimmt viel Platz weg, oder? Ja, viel Platz weg. Ich habe gesehen, du hast hinten eine Anhängerkupplung dran. Ab und zu ziehst du was? Oder? Ja, wenn ich unterwegs bin mit meinen Produkten, ich muss Produktvorführung machen und hier habe ich die Produkte dabei. Jetzt habe ich alles im Innenraum gestaut. Also hopp. Da ist Müll. Müll. Ja, das sind dann auch. Jetzt muss man sagen. Nicht so viel dabei. So, hier habe ich auch noch einen Schrank. Ja, zeig mal bitte. Muss da mal reinhalten. Die Schuhe, Lebensmittel. An die Schuhe hast du dann. Ja. Okay. Ich habe. Es sollte schlechtes Wetter sein, also ich meine, man muss viele Schuhe dabei haben, ne, wenn sie immer nass ist. Kühlschrank? Okay, da ist der Kühlschrank. Warte mal kurz. Ich zeige mal gerade, was die Flamen so im Kühlschrank drin haben. Ist wahrscheinlich. Du Bier? bist jetzt in Deutschland oft unterwegs? Ja, Bier, belgisches Bier. Belgisches Bier, Wein und dann Gemüse, die sind jetzt mit dem Plastik und Wasser. Oben im Ich habe wenig dabei, denn ich bin nur 2 Tage unterwegs jetzt. Okay, das heißt, du bist jetzt hier auf die Ausstellung gekommen. Leider schlechtes Wetter, oder? Ja. Aber es geht, das macht Spaß. Schlechtes Wetter, das gehört dabei beim Camping. Ne? So, du hast Automatikgetriebe? Automatikgetriebe, ja. Ich glaube, das ist ein 5-Gang, ne? Da bin ich nicht ganz sicher. Gut, der Motor hat Power, oder? Ja. Aber es ist 3,5 Tonnen, das Fahrzeug. Also ich glaube Maximum-Auslastung 3,8. Also in Belgien benötigt man einen LKW-Führerschein. Dafür, den du natürlich gemacht hast. In Deutschland nicht, ne? Kann man mit einem normalen Führerschein machen. 3,8 Tonnen, ja. Ich habe Bodenheizung. Fußbodenheizung? Das kann ich hier so. Das ist eigentlich die Heizung weg. So ist das Bodenheizung. Okay. Dann habe ich da unten ein Ventilo. Das kann ich das einstellen. Dann wird die Heizung. Okay, kann ich heizen. Das ist eine Dieselheizung. Eine Dieselheizung? Ja, geht mit dem Motor. Du musst also immer Diesel dabei haben. Ist sie jetzt an, die Dieselheizung? Ja. Okay. Spürst du es nicht? Ja, ganz leicht. Ganz leicht. Es riecht aber gar nichts, oder? Nein. Das ist draußen. Aber beim Start riecht es ein wenig nach Diesel. Aber dann nach einer Minute ist das schon. Ist das weg? Ja, ist das weg. Okay, der Riesenvorteil ist, du brauchst kein Gas mehr, oder? Kein Gas. Ja, ich habe Gas hier nur für. Das ist da unten hier. Sag mal bitte, die Gasflasche? Hier ist eine Gasflasche hier rein. Okay, die ist unten drin, die ist wahrscheinlich nur noch zum Kochen. Zum Kochen, ja. Und der Rest ist alles auf Diesel? Alles auf Diesel, ja. Und hier oben Klimaanlage klappt natürlich nur, wenn du am Landraum bist, oder? Ja. Aber oder oft auch für frische Luft, ein wenig, wenn es so heiß ist. Ein Ventilator. Das ist ja cool. Ja. Die gute alte Dometic. Ja. Also die Fliegen, ne? Im Sommer sind da Fliegen, die kommen da raus. Und die lieben das, oder? Ja, die lieben die sitzen da. So, hat man das macht viel Lärm. Ne? Boah, das geht aber, oder? Das geht, ja. Aber ich benutze das kaum. So, du hast ein riesengroßes Fenster oben. Ja, und das ist schön. Das ist ein
Schiebefenster. Ja, oder? Und das ist mit einem Regensensor. Also ich schlafe immer mit das Dach geöffnet. Ja. Und wenn es dann ein wenig anfängt zu regnen, schließt das automatisch zu. Und das hat bisher immer funktioniert? Immer, ja. Glücklich, ja. Aber oft, wenn es dann auf einmal sehr stark anfängt zu regnen, geht es nicht schnell genügend. Siehst du? Dann habe ich ein bisschen Problem. Ja, bist du etwas schneller. Ja, ein bisschen Wasser. So, das heißt, man kann ja auch drehen, die Sitze vorne? Ja. Das ist jetzt nicht nötig, du bist alleine im Moment? Ja, ich bin alleine und ich habe all diese Zeug für meine Ausstellung habe ich hier dabei. So, du darfst den Ventilator nochmal ausmachen, wenn du möchtest. Ja. Zeig mal gerade. Okay. Ruckzuck, dann ist es ein bisschen leiser, denn ich würde dich gerne mal bitten, dass du mir mal zeigst, hier unten, da ist ein Faltbett drin. Ist das sehr, sehr schwer, das rauszumachen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe es Lang nicht mehr gemacht, oder? lange nicht mehr gemacht. Na, Jetzt bin ich mal gespannt, okay. ob du es noch kannst. Hier, Ja, so, das ist das Bett. ja, oben. So, jetzt. Da hast du mehr Platz, um das hochzuklappen. Ja, hoppake. Zeig mal. Ach so, du legst das da rein. Ja. Und Das ist genial. So. Ich muss sagen, ich habe eine neue Matratze gekauft. Ja. Denn die Original, die war wie oft nicht gut. Ja. Dann habe ich eine neue gebaut und der passt genau hier rein. So, okay. Wenn du deinen Kopf genau vorher rausnimmst. Stark da oben. Da ist das Bett, was du jeden Tag benutzt, gell? Ja. Okay. Und das hast Also du schon. das Bett ist, du kannst oben reinschauen. Ja. Das ist, ich glaube, 2,10 Meter Ja. lang. Also und riesig. Dann, ja, riesig, ne? Das ist ein ganz großes Bett. Krass. So, und jetzt? Hier muss ich mal schauen. Habe das noch nie bearbeitet. Das ist gemein, ich habe dich nicht vorbereitet dazu. Das heißt, der Sitz, der muss wahrscheinlich einmal gedreht werden. Ja, muss gedreht werden. Und du bist wirklich sehr zufrieden mit dem Auto, nehme ich an, oder? Ist toll, oder, das Auto? Ja. Okay. Ist das cool hier. Das sieht aus wie im Flugzeug. So, Sitz einmal drehen. Okay. Diese muss ich dann aufdrehen wahrscheinlich. Oh, jetzt schaffe ich dir aber viel Arbeit, oder? Nein. Geht das? Passt. Mal schauen, wie Dafür zeigen wir auch mal das Mittel, was du den Leuten zeigst. Was übrigens sehr, sehr beliebt ist, weil es auf Bio ist, gell? Ja. Genau, das machen wir gleich. Tür rausmachen. So, das Drehen ist wahrscheinlich ruckzuck. Ja. Oh, jetzt habe ich aber hier, jetzt schaffe ich die Arbeit, oder? Ja. So. Der ist riesig. So, der Sitz wird gedreht. Da ist er. Jetzt klappt das. Nein, ich muss die andere Seite drehen. An der Seite drehen. Ist aber so, wenn man das schon lange nicht mehr gemacht hat, dann ist man ein kleines wenig eingerostet, oder? So. Drehen. Okay, geschafft. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, das heißt, es könnten also locker 2 bis 4 Personen. Ja. So, das geht hier raus. So, das geht hier raus. Muss ich mal schauen. Genial. Ach, da oben drauf ist das Bett dann. Krass. Muss ich das Handtuch. Ja. Ich muss dann eigentlich auch hier das nach vorne machen. Das Lenkrad ein bisschen rein. Das Lenkrad. Da geht der Sitz noch einen Ticken weiter zurück, ey. Ja. Boah, das haben wir jetzt gar nicht geplant, dass du so viel Arbeit hast mit mir. So. So, muss ich mal schauen. Und dann rastet das normalerweise ein, nehme ich an, oder? So, eigentlich muss ich dann jetzt den Stuhl muss eigentlich noch ein wenig nach vorne, aber das Lenkrad soll dann eigentlich auch noch nach vorne. Aber ich denke, wir können uns gut vorstellen, wie es funktioniert. Das heißt, der Stuhl noch ein bisschen weiter nach vorne, dann Der klappt Stuhl das. ein bisschen weiter nach vorne und dann passt das hier genau. So, dann ist eigentlich für 2 Personen, aber es sieht so aus eher für 2 Kinder. Genau. Ich habe es noch nie benutzt, keiner hat es schon
Also, Echt? Noch nie? Noch nie. Hat noch keiner darauf geschlafen. Wir schlafen immer oben. Okay. Also, Dann sei so lieb, wenn du es nochmal einpackst, dann da unten drunter ist übrigens der Wassertank. Jetzt sieht man es ganz gut. Es ist genial, das Auto. Ich mag das Auto immer mehr. Wassertank, ja, okay. Das gibt's heute gar nicht mehr, so ein Auto, oder? Nein, das gibt es nicht. Hier habe ich also, das ist Strom Ja. für Wasserpumpe an und aus. Sicherung auch? Und hier, das habe ich noch nie gesehen. Habe ich noch nie gesehen. Das ist, das, Was ist da drunter? das ist Elektro oder Elektrik, ja. Elektrik, ja. Und es gab noch nie ein Problem mit der Elektrik? Nee, Noch nie. noch nie ein Problem gehabt mit diesem Auto. Das ist krass. Nichts, nicht mit der Pumpe, nicht mit der Heizung. Alles funktioniert immer. Alles funktioniert immer. 100%. Und die Heizung auch. Du hast die Heizung noch nie im Service gehabt? Nein. Ja, ab und zu schaltet die nicht gleich an. Ja. Aber dann mache ich das so. Warte, ich zeig das mal. Da oben ist die Heizung. So, das ist die Heizung. Steht on. Ja. Aber ab und zu schaltet die nicht gleich an. Dann muss ich on, off, 2-3 Mal und dann ist Und die auf dann geht's einmal los. ist die weg. So kann man dann. Das ist der Ventilo. Okay. So, Und die macht ordentlich warm, oder? die macht ja ordentlich warm. Auch im Winter, wenn es sehr kalt ist. Auch im Skandinavien bin ich oft unterwegs, wenn es sehr kalt ist. So, jetzt ist es viel zu heiß natürlich. So, Toilette kann ich separat. Echt? Die Separat? Badezimmer kann ich separat heizen. Das gibt eine separate Heizung, das ist hier. Ja, zeig mal. Schauen. Das ist diese Heizung. Hier ist das. Da hinten. Da ist sie drin. Also, und das Vorteil ist, wenn man duscht, das Wasser läuft alles. Das ganze Auto kann unter Wasser stehen und Ja. das ist so konzipiert, dass es immer rausläuft unten. Okay. Also da kann hier voll Wasser stehen, Spielt es keine Rolle. passiert nichts. Nein. Also es ist so, das ganze Auto, der Verkäufer damals hat auch gesagt, keine Angst für Wasser. Das Auto ist so, dass wenn Wasser reinkommt, Fließt raus. immer raus. Okay, das heißt, es könnte auch hier reinkommen. Im Innenraum. könnte, Spielt keine ja. Rolle. Nein, spielt keine Rolle. Geht alles runter. Echt? Ja. Das ist krass. Ich mag das Auto. Und dann hier habe ich auch, mal schauen. So, kann ich dann einstellen, wenn ich zum Beispiel, das ist Alarm, wenn Ja. ich aufstehen soll. Das ist für die Heizung zu programmieren. Zum Beispiel heute Morgen 6 habe ich die Heizung angemacht. Okay, Timer. Bis ein Timer, ja. Ja. Und das kann man also dreimal einstellen. Achso, damit es morgen schön warm ist, wenn du aufstehst. Ja. Das ist Das schön, hat gell? man so, kann man programmieren 3-mal. So. Okay. Siehst du, eine, 2. Ist das schwer zu programmieren? Geht Nein, Ganz super. Nein, da muss man einfach einstellen. das? So, jetzt zeigen wir mal ein Highlight hier oben. Du hast nämlich ein riesengroßes Bett, was du jeden Tag benutzt. So, ich zeig das mal gerade. Und das ist ganz einfach, oder? Das ist ganz einfach, ja. So. Schauen. Habe ich das jetzt geöffnet? Das muss so geöffnet werden. So. Jetzt stehe ich natürlich an die falsche Seite. Ja, klar, wie immer. So. Okay. Das war's. So. Und dann habe ich hier ein Treppchen. Okay. Super. So, was ich dann immer so mache. So, das heißt, du So. kannst da draufsteigen. So. Das klappt hier. Okay, So, warte. die Matratze ist also in 3 verschiedene Teile. Ja. Teil 1, Teil 2, das dritte Teil vorne. Ja. Das hier, das schiebt übereinander. So. Gehe ich hier. Okay. Ist das süß. Darf ich mal sehen oben? Das ist ja Wahnsinn, wie groß das ist. Und das Schiebefenster hast du aufgemacht jetzt? So. Warte, ich mach das mal gerade. Der hat wirklich eine Erkennung. Klar, jetzt nieselt so ein bisschen rein. Hier oben habe ich jetzt. Das ist ein Riesenbett. Ja, super. Und du schläfst normalerweise mit dem Kopf hier nach hinten oder nach vorne? Ja, nach vorne, ja. Nach vorne. Das ist das Beste, habe ich gemerkt. So, ich zeig Ja. mal gerade hier vorne, denn es geht so ein bisschen runter, geht's nach vorne, gell? Kann das sein? Dass das Auto so ein kleines bisschen runter geht? Nein, ganz nein, gerade. das ist da ich nicht gerade stehe. Ich habe die Stütze nicht da, oder die
Die Keilen habe ich nicht dabei. Guck mal hier, das Fenster geht automatisch zu. Geht automatisch. Da ist ein wenig zu feuchtig, ja. Ein bisschen Regen und Wind. So, und jetzt kann man es immer noch benutzen. Unten jetzt ist es natürlich nicht so hoch, aber es ist komplett benutzbar. Ja. Das heißt also, wenn man das will, kann man das Auto so noch benutzen. Ja, eigentlich. Heute Morgen habe ich es weggeklappt, aber normalerweise bleibt das so. Denn ich stehe immer draußen, also dann bleibt das immer so. Ich habe hier, dann habe ich noch die extra Beleuchtung. Hier haben wir auch. Zum Lesen. Hier haben wir Strom. Ja. Das ist für Handy. Okay. Also ich habe eigentlich. Das heißt, wenn du jetzt hier unten mal lümmeln möchtest, das heißt. Ach so, ein Tisch ist auch noch dabei. Kleinen Tisch dabei. Ja. Boah, ist das ein tolles Auto. Und dann Musik habe ich auch hinten, Musikanlagen. Es fehlt nichts. Ist wirklich so, oder? Mhm. Fliegengitter, ist das dabei? Für Fliegen? Für Fliegen? Ja. Ne, hier vorne bei der Tür, meine ich. Ist dabei, ja. Irgendwo habe ich das. Das kann man hier mit dieser. Wie heißt das? Du weißt es. Druckknöpfe. Druckknöpfe. Deutsche Sprache ist ja. Ich habe mit Druckknöpfen kann ich das schießen. So, man muss sagen, du sprichst normalerweise Flämisch. Ja, Vlaams. Vlaams. Und du sprichst Flämisch viel, viel besser wie Deutsch. Ja, ik spreek inderdaad gewoon Antwerps of Vlaams. Okay. Dus dat Duits moet ik wel een beetje leren, hè? Maar dat gaat wel. Geen enkel Problem. Aber, genau, ist aber so, du bist in ganz Europa unterwegs. Ja, ich bin, zal ik Duits of Vlaams spreken? Das ist mir egal. Ja, ik ben veel onderweg, vooral in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Okay. Omdat we daar onze meeste klanten hebben. En het is ook een prachtig land Duitsland, dus ik reis heel graag in Duitsland vooral. Zowel van noorden naar het zuiden, van west naar oost, het is een prachtig land. So, ich habe eine schlechte Nachricht. Wir müssen leider nochmal Deutsch reden, weil ganz viele haben jetzt auf Deutsch zugeguckt. Aber Flämisch-Deutsch dann, ist das auch? Das wäre auch okay. Das Problem ist nur, wir zeigen ja jetzt mal, was du eigentlich machst, ja. Und wenn du es dann auf Deutsch leider machst, weil dann verstehen die Deutschen auch, was es ist, ja. Nichts gegen Flämisch. Ich verstehe ja Flämisch, aber okay, du hast was ganz Besonderes. Wir haben etwas Außergewöhnliches entwickelt. Wir haben einen Sanitärzusatz entwickelt ohne Chemie. Man kann dann immer auch autark stehen, man kann entsorgen auf dem Kompost, man kann entsorgen zu Hause in die Toilette. Es ist eine Mischung von einem Pflanzenkonzentrat mit natürlichen Essenzen, Eukalyptus, Tannenöl und Minzöl, ein wenig Zitronensäure und Seife. Und das Vorteil ist, dass man es dann benutzen kann in mehreren Anwendungen. Ich benutze das hier in meinem Kassette, damit kein Geruch entsteht, damit kompostiert wird. Auch im Grauwassertank, damit der Grauwassertank kein Geruch entsteht, der immer sauber ist. Zum Reinigen, die ganze Kassette reinigen. Und dann haben wir auch für Wohnwagen vor allem oder Porta-Potti kann man es auch im Spülwasser rein dosieren. Man benötigt nur 40 Milliliter je Anwendung, also ist sehr ergiebig. Ich darf es aber nicht trinken, oder? Nein, könnte man. Es ist nicht tödlich, da es keine Chemie ist, aber es ist vegan zertifiziert, also es ist vegan zertifiziert. Echt? Ja, wir haben viele Kunden, die stehen darauf, dass es vegan zertifiziert sein soll. Also wir sind eigentlich vor allem, was wichtig ist, wir sind zertifiziert von CUC in Zwolle in Holland. Das ist für Anwendung in biologischen Landwirtschaft. Okay. Wir sind auch zertifiziert von SGS Fresenius in Deutschland wegen Abbaubarkeit. Okay, das heißt, die Biobauern dürfen das verwenden? Theoretisch. Es ist so, wenn man ein Bioland hat und man kommt auf sein Land mit Chemie, dann ist das ein Problem, denn es muss entsorgt werden in Biokläranlagen. Okay. Und dann mit Solberg gibt es kein Problem. Die Kläranlagen kippen nichts, die bleiben funktionieren und das Wasser, das aus den Kläranlagen kommt, kann dann auf dem Land, denn es wird nicht zerstört. So funktioniert das. Man kann das bei dir direkt hier kaufen oder bist du eigentlich der Markenbotschafter für? Man kann es überall in Deutschland kaufen. Ja, okay. Ja. Alle Campingläden haben das. Ne? Aber jetzt der Grund, warum du jetzt unterwegs bist. Du bist von der Firma. Ja. Wir sind mit 3 Partnern in der Firma. Ich mache vor allem den Außendienst zusammen mit einem deutschen Kollegen. Okay. Also ich bin ständig unterwegs, Kunden besuchen, Produktvorführung.
Also und hier zusammen mit Kollegen stehen. So, ich habe jetzt mal eine Frage. Hier vorne steht es ja. Jetzt denken ja viele Leute, ich sag mal, wenn das jetzt sanitär ist und das ist Bio, das funktioniert nicht gut. Das riecht dann doch wieder so ein bisschen. Nein. Wenn du mich kurz mal aufklärst, es funktioniert wirklich, oder? Ja, es funktioniert. Es ist so, hier steht, es verhindert Geruch, ne, angenehm und unangenehm. Es ist ein Pflanzenkonzentrat. Wenn Sie auf die Toilette gehen, sind das Mikroorganismen in die Toiletten, die reinkommen. Wir stimulieren die Mikroorganismen. Okay. Und dann wird kompostiert und wie in der Natur entsteht dann kein Geruch. Wir benötigen natürlich einige Zeit, um zu kompostieren und wir benötigen die Mikroorganismen. Also wenn man dann auf die Toilette geht, der erste Stunden riecht man, wenn man dann eine halbe Stunde später kommt, riecht man vor allem Eukalyptus. Den nächsten Tag wird das neutral, denn dann hat die Kompostierung schon angefangen zu funktionieren. Okay, das heißt, wenn du jetzt unterwegs bist, du musst die ungefähr wie oft wechseln, deine Toilette? Das hängt, meine Erfahrung ist zwischen 2 und 10 Tagen, je nachdem den Inhalt und die Temperatur. Wenn es sehr heiß in Kroatien, Spanien und voller Belastung, aber dann bin ich nicht alleine unterwegs, dann bin ich 2 unterwegs, dann 2-3 Tagen mit normalem Wetter wie heute, aber so kalt eigentlich, ne? 12, 13 Grad, dann 10 Tage vielleicht, ja. 10 Tage unterwegs, Tage, ja. Klasse. Wenn du mir mal zeigst, wenn ich jetzt eine Kassettentoilette habe, wie funktioniert das? Man schüttet das von oben rein? Oder? Ja. Genau, wenn du mir das mal zeigst. Normalerweise mache ich das an der Entsorgungsstation. Ja. Aber Achtung, den Kopf. So. Okay, das heißt, man könnte es theoretisch auch danach reinkippen. Das würde auch gehen. Ja. Öffnen, rein, so, fertig. 2 Sekunden drücken auf den Hahn. 1, 2, 40 Milliliter, das reicht. Das war's. Bisschen Wasser. Hoppakee. Zack, zack. Und es riecht direkt nach Eukalyptus. Ja. Aber Vorteil ist, Eukalyptus verfliegt. Das ist wie Parfüm. Ja. Also man hat nie den Geruch von dem Zusatz an Bord. Okay. Ja. Hast du Zusatz gerochen? Nein. Nee, gar Jetzt nicht. ein wenig Eukalyptus. Aber in 2-3 Stunden ist es schon weg, ist es verflogen. Okay, dann ist das nicht ständig an Bord. Okay. So viele Produkte, die haben so einen starken Eigengeruch. Und das hat man bei uns nicht. Ja, ich habe ja bisher, ich habe so einen Porta Potty für meinen TT6 im Einsatz. Ja, okay. Und da habe ich natürlich Blue Cam Ja. drin. Ja, aber funktioniert auch gut. Funktioniert ne? auch Ja, gut, super. aber stinkt wie die Pest. Also ist wirklich sehr, sehr, man riecht sogar die Flaschen, wenn sie zu sind, habe ich das Gefühl. Ja. Wenn sie drin sind. Ja. Und Bei uns hier riecht man jetzt ein wenig Eukalyptus, aber warte 10 Minuten, ist es weg. nochmal, du hast jetzt ganz wenig nur reingemacht. In die 40 Milliliter. 40 Milliliter. Ja, das reicht. Das ist da, wie die Mikroorganismen stimulieren. Ja. Also das ist ein Prozess, das eigentlich weitergeht. Wir töten die Mikroorganismen nicht. Mit Chemie versucht man die Mikroorganismen zu töten. Und ihr stimuliert die? Und wir stimulieren die eigentlich. Wir fügen auch keine Mikroorganismen zu. Es sind keine Bakterien hier rein. Das sind ein Pflanzenkonzentrat. Wenn ich das jetzt öffne und die fangen ja an zu pupsen, die Organismen, ist da jetzt ein Druck auf der Kassette? Nein. Nein, gar nicht. Nein, nicht. Okay. Nein. Ein Gasdruck meinen Sie? Ja, genau. Nein, passiert nicht, nein. Krass. Wenn die Kassette leer ist und es ist 2 Liter Wasser zusammen mit und sehr, 40 heiß. Milliliter, sehr heiß, dann kann den ersten Mal ein wenig Druck entstehen, aber nicht zusammen mit Fäkalien zusammen. Prima. So, wir gehen mal kurz raus, denn das war mir ganz wichtig, das einfach mal zu zeigen. Denn das Ganze ist wirklich biologisch. Es bleibt klein, ne? Das Auto. Ja. So, wir haben auch jetzt seit kurzem eine marine Version entwickelt. Vor allem für Boote, wo oft auch Grauwasser und Schwarzwasser zusammenkommt und auch oft Salzwasser benutzt wird. Da müssen ein bisschen mehr Power haben. Und das haben wir dann jetzt entwickelt und funktioniert dann auch ähnlich, aber in etwas mehr Power. Also nochmal, das heißt Solbio. Solbio, ja. Der Preis, was kostet das ungefähr? Der Marine kostet im Handel etwa 30 €. Ja. Mit 40 Dosierungen, ne? Umgerechnet ist das günstig. Das ist 40 Mal? Ja. Es hört sich teuer an. Der Original für im Campingbereich hat auch 40 Dosierungen und kostet so knapp 25 €. 25 €.
Das ist ja so, die Leute haben ja Angst, ja, die kennen das Blue Chem, ja, das machen die rein, das funktioniert, das kennen die, aber das hier so Bio, ist es so oft, dass die Leute nicht trauen, dass die sagen, ich weiß nicht, ob das... Deswegen sind wir auf 5 Jahre schon unterwegs und alle sagen, das funktioniert nicht, aber wir haben inzwischen Tausenden und Tausenden Kunden und die schreiben darüber, die teilen die Erfahrung und sagen, das funktioniert einwandfrei. Okay. Keine Angst davon, es geht. Ja. Deswegen verkaufen wir es auch nicht zufrieden, Geld zurück. Und kaum müssen wir Geld zurückbezahlen. Und ich darf anschließend, das, was da ist, in die Toilette kippen. Das ist zulässig, zu Hause. Zu Hause in die Toilette, ja. Es wird die Kompostierung und also den Abbau befördern. Okay. Sie können das, ich entsorge zu Hause auf dem Kompost, hinten im Garten. Ja. Und das kann man dann eigentlich auch bei Bio-Campings oder Naturcampings vor allem, muss man nicht separat. Ich glaube, es kommt eine bestimmte Zeit, wo blaue Chemie oder grüne Chemie separat entsorgt werden soll. Das kommt. Alles, was wir entsorgen, kommt schließlich im Klärwasserkanal und Ja, ich stelle mir nur vor, wenn ich jetzt komme und habe jetzt so eine Porta-Potty oder so eine Rollkassette und fahre dann damit auf die normale Toilette und die Leute wissen nicht, dass ich Solvio drin habe, dann gucken die mich blöde an, oder? Ja, das stimmt. Deswegen, wir haben auch hier, ich habe das hier, glaube ich, dann haben wir diese Aufkleber. Ja. Solvio, no chemicals on board. Dann haben wir diesen Aufkleber auf die Kassette, die Zertifizierung und dann kann man nachvollziehen, dass es keine Chemie an Bord ist. Super. So. Da muss man auch ein bisschen Vertrauen haben. Ne? Es ist nicht da, den Aufkleber darauf steht, dass es auch da rein ist. Also wir gehen davon aus, dass dann jemand diesen Aufkleber auf seiner Kassette hat. Dann auch. Okay. Ja, klasse. Ich bin ganz begeistert. Erstmal vielen, vielen Dank für die Roomtour, die wir heute bekommen haben. Da warten auch schon Leute, die wollen ganz viel bei dir kaufen. Und und ich habe heute viel gelernt über einen Toilettenzusatz, den man quasi trinken könnte. Soll es nicht machen, nein. Aber Zahnpasta isst man auch nicht, ne? Isst man auch nicht. Nein, das heißt, ich könnte mir da mit dem Mund spülen. Ja, könnte man machen, ja. Vielen Dank. Okay. Und Solvio heißt es und dein Auto, ein Mercedes-Benz Westfalia, ungefähr Baujahr 2011, richtig? Ja, 2011. Und du würdest ihn nochmal kaufen? Ja, bestimmt, ja. Alles klar, ich danke dir vielmals. Ciao, ciao. Okay, Sven, ciao. Tschüss. Bye.